This video is divided into 3 parts. First, the story with translation. Second, you will hear the story again, this time without translation, to test your understanding. And finally, we will conclude with a short quiz to assess how well you have understood it. Don't forget to let us know in the comments how many out of 10 questions you answered correctly after completing the quiz. Die Zwerge und die Königin. Es war einmal in einem weit entfernten Königreich, tief im Herzen eines dichten Waldes, eine Königin namens Königin Emma. Sie war bekannt für ihre Schönheit, aber auch für ihren Ehrgeiz und ihre Strenge. Eines Tages erfuhr sie von einem geheimen Schatz, der tief in den Bergen versteckt sein sollte. Dieser Schatz wurde von 7 Zwergen bewacht, die nur selten mit Menschen sprachen. Neugierig und entschlossen, diesen Schatz zu finden, beschloss Königin Emma, sich auf eine Reise in den Wald zu begeben. Sie nahm nur wenige Diener mit und zog in den dunklen Wald hinein. Es war eine lange und gefährliche Reise, aber Königin Emma war nicht so leicht zu erschrecken. Nach vielen Tagen der Suche fanden sie schließlich eine kleine Hütte tief im Wald. Es war das Zuhause der 7 Zwerge. Die Hütte war einfach, aber sauber, mit kleinen Stühlen und Betten, die in einer Reihe standen. Königin Emma klopfte an die Tür, und der kleinste Zwerg, Hugo, öffnete sie. »Wer bist du?« fragte Hugo misstrauisch. »Ich bin Königin Emma«, antwortete sie stolz. »Ich habe von eurem Schatz gehört. Ich möchte ihn sehen.« Hugo schaute die Königin ernst an und sagte: »Unser Schatz ist nicht einfach ein Haufen Gold oder Edelsteine. Er ist etwas viel Wertvolleres, etwas, das man nicht einfach mit Geld kaufen kann.« Die Königin war verwirrt. Was könnte wertvoller sein als Gold und Edelsteine? Fragte sie. Hugo rief die anderen Zwerge. Jeder von ihnen stellte sich vor: Max, Fritz, Otto, Karl, Wilhelm und der Weise Alwin. Sie versammelten sich um die Königin und erklärten ihr, dass ihr Schatz die Weisheit und das Glück des Waldes sei. Sie lebten im Einklang mit der Natur und den Tieren des Waldes. Der wahre Schatz war ihre Gemeinschaft, ihre Freundschaft und das Wissen, das sie über viele Jahre gesammelt hatten. Königin Emma war enttäuscht. Sie hatte erwartet, Reichtum und Macht zu finden. Doch als sie die Zwerge beobachtete, wie sie miteinander sprachen und lachten, begann sie zu verstehen, was sie meinten. Sie sah, wie die Zwerge im Einklang mit der Natur lebten, wie sie sich um die Tiere kümmerten und den Wald respektierten. In den nächsten Tagen blieb die Königin bei den Zwergen. Sie lernte von ihnen, half ihnen bei der Arbeit und verbrachte Zeit im Wald. Nach und nach änderte sich ihr Herz. Sie erkannte, dass wahres Glück nicht durch Reichtum oder Macht kommt, sondern durch Freundschaft, Gemeinschaft und die kleinen Dinge im Leben. Am Ende ihrer Reise fragte sie die Zwerge: »Darf ich diesen Schatz in mein Königreich bringen? Nicht das Gold, sondern das Wissen und das Glück, das ihr hier teilt?« Alwin, der weiseste der Zwerge, nickte und sagte: »Wissen und Glück kann man mit jedem teilen. Aber du musst es pflegen, damit es wächst.« Königin Emma kehrte in ihr Königreich zurück, aber sie war nicht mehr dieselbe. Sie führte ihr Volk nun mit mehr Mitgefühl
und Respekt. Sie achtete darauf, dass jeder im Königreich in Frieden und Harmonie leben konnte, so wie die Zwerge im Wald. Der wahre Schatz war nicht das, was sie erwartet hatte, sondern etwas viel Tieferes, die Kunst, das Leben zu schätzen. Und so lebte das Königreich unter Königin Emma in Frieden und Freude, dank der Weisheit der 7 Zwerge. Die Zwerge und die Königin. Es war einmal in einem weit entfernten Königreich, tief im Herzen eines dichten Waldes, eine Königin namens Königin Emma. Sie war bekannt für ihre Schönheit, aber auch für ihren Ehrgeiz und ihre Strenge. Eines Tages erfuhr sie von einem geheimen Schatz, der tief in den Bergen versteckt sein sollte. Dieser Schatz wurde von 7 Zwergen bewacht, die nur selten mit Menschen sprachen. Neugierig und entschlossen, diesen Schatz zu finden, beschloss Königin Emma, sich auf eine Reise in den Wald zu begeben. Sie nahm nur wenige Diener mit und zog in den dunklen Wald hinein. Es war eine lange und gefährliche Reise, aber Königin Emma war nicht so leicht zu erschrecken. Nach vielen Tagen der Suche fanden sie schließlich eine kleine Hütte tief im Wald. Es war das Zuhause der 7 Zwerge. Die Hütte war einfach, aber sauber, mit kleinen Stühlen und Betten, die in einer Reihe standen. Königin Emma klopfte an die Tür, und der kleinste Zwerg, Hugo, öffnete sie. »Wer bist du?« fragte Hugo misstrauisch. »Ich bin Königin Emma«, antwortete sie stolz. »Ich habe von eurem Schatz gehört. Ich möchte ihn sehen.« Hugo schaute die Königin ernst an und sagte: »Unser Schatz ist nicht einfach ein Haufen Gold oder Edelsteine. Er ist etwas viel Wertvolleres, etwas, das man nicht einfach mit Geld kaufen kann.« Die Königin war verwirrt. »Was könnte wertvoller sein als Gold und Edelsteine?« fragte sie. Hugo rief die anderen Zwerge. Jeder von ihnen stellte sich vor: Max, Fritz, Otto, Karl, Wilhelm und der Weise Alwin. Sie versammelten sich um die Königin und erklärten ihr, dass ihr Schatz die Weisheit und das Glück des Waldes sei. Sie lebten im Einklang mit der Natur und den Tieren des Waldes. Der wahre Schatz war ihre Gemeinschaft, ihre Freundschaft und das Wissen, das sie über viele Jahre gesammelt hatten. Königin Emma war enttäuscht. Sie hatte erwartet, Reichtum und Macht zu finden. Doch als sie die Zwerge beobachtete, wie sie miteinander sprachen und lachten, begann sie zu verstehen, was sie meinten. Sie sah, wie die Zwerge im Einklang mit der Natur lebten, wie sie sich um die Tiere kümmerten und den Wald respektierten. In den nächsten Tagen blieb die Königin bei den Zwergen. Sie lernte von ihnen, half ihnen bei der Arbeit und verbrachte Zeit im Wald. Nach und nach änderte sich ihr Herz. Sie erkannte, dass wahres Glück nicht durch Reichtum oder Macht kommt, sondern durch Freundschaft, Gemeinschaft und die kleinen Dinge im Leben. Am Ende ihrer Reise fragte sie die Zwerge: »Darf ich diesen Schatz in mein Königreich bringen? Nicht das Gold, sondern das Wissen und das Glück, das ihr hier teilt?« Alwin, der weiseste der Zwerge, nickte und sagte: »Wissen und Glück kann man mit jedem teilen. Aber du musst es pflegen, damit es wächst.
Königin Emma kehrte in ihr Königreich zurück, aber sie war nicht mehr dieselbe. Sie führte ihr Volk nun mit mehr Mitgefühl und Respekt. Sie achtete darauf, dass jeder im Königreich in Frieden und Harmonie leben konnte, so wie die Zwerge im Wald. Der wahre Schatz war nicht das, was sie erwartet hatte, sondern etwas viel Tieferes, die Kunst, das Leben zu schätzen. Und so lebte das Königreich unter Königin Emma in Frieden und Freude, dank der Weisheit der 7 Zwerge. Königin Emma war bekannt für ihre und Strenge, Schönheit, Faulheit, Gier, Freude. Wie reagierte Hugo, als er die Tür öffnete? Er rannte weg. Er lächelte freundlich. Er öffnete die Tür misstrauisch. Er bat die Königin sofort herein. Die Zwerge lebten tief im Meer, Wald, Berg, Dorf. Der wahre Schatz der Zwerge war ihre Freundschaft, Macht, Goldmünzen, Waffen. Königin Emma war zunächst über den Schatz der Zwerge enttäuscht, erfreut, überrascht, erschrocken. Die Zwerge lebten im Einklang mit der Stadt, Natur, Wissenschaft, Musik. Alwin war der Zwerg, jüngste, weiseste, stärkste, schnellste. Am Ende wollte Königin Emma das der Zwerge in ihr Königreich bringen. Wissen, Gold, Schwert, Haus. Die Zwerge der Königin, dass der Schatz nicht mit Geld gekauft werden kann, riefen, sagten, schrieben, hörten. Am Ende führte Königin Emma ihr Volk mit Macht, Mitgefühl, Strenge, Angst,